Was ich gerne heute vorstellen möchte, ist ein kleines, ziemlich beklopptes Projekt. Das Spiel heißt Tiny Little Slug und ist ein Metroidvania für den Amiga. Wem der Begriff Metroidvania nichts sagt, im Endeffekt handelt es sich dabei um ein Spiel ähnlich Super Metroid, was wahrscheinlich den meisten Leuten hier bekannt ist. So. Die Themen, die ich heute gerne ansprechen möchte, ist einmal, wie es überhaupt zu diesem Spiel kam, was mich ursprünglich dazu getrieben hatte, dann die grundlegende Idee bei dem Spiel. Ich möchte dann eine kleine Live-Demo vorführen, um euch ungefähr zu zeigen, wie das Spiel in bewegten Bildern aussieht. Und zum Schluss würde ich gerne noch zu der Entwicklung des Spiels etwas darüber erzählen, welche Tools ich verwendet habe und welche Erfahrungen im Laufe der Entwicklung gesammelt habe. Also legen wir los. Das Ganze hat eine ziemlich seltsame Geschichte hinter sich, wenn wir die Jahre ein bisschen zurückdrehen. Und zwar hatte ich mich 2017 gefragt, als ich eine kleine Runde Command & Conquer gespielt hatte, wie es denn aussehen würde, wenn man Command & Conquer Alarmstufe Rot auf den Amiga portieren würde. Weil Dunes 2 war mir irgendwie zu langsam. Und da habe ich mir natürlich dann gedacht, so naiv wie ich bin, komm, der Amiga ist einfach meine Lieblingsmaschine von damals. Ich wollte schon immer etwas dafür programmieren und mittlerweile bin ich zumindest vom Gefühl her, ein herangewachsener Softwareentwickler. Also wollte ich es versuchen und im Mai 2017 hat das Leid dann angefangen. Das Ganze konnte man sogar auf der Dorico 2017 sehen, hat aber, glaube ich, keinen großen Anklang gefunden. So sah das Spiel ungefähr tatsächlich aus. Man kann vielleicht ungefähr die Inspiration sehen. Der Ton ist aus, man hört ihn, glaube ich, nicht. Also man konnte bereits Einheiten befehligen. Es gab einen Sammler, der bereits Erz einsammeln konnte. Aber im Endeffekt hat die Motivation leider nicht lange angehalten. Und warum das so ist und warum das Ganze zu Tiny Little Slug geführt hat, das möchte ich auch kurz erzählen. Und zwar fragt man sich vielleicht, wenn das Spiel schon so gut lief, was war das Problem bei der Sache? Zum einen war es so, ich war ja noch Amiga-Neuling und der Amiga hatte gewisse Eigenheiten, wenn es darum geht, die Hardware dazu bewegen, gewisse Dinge zu tun. Insbesondere fand ich es sehr kompliziert, wie man ihm sagen konnte, dass er etwas in 8 Richtungen scrollen kann. Das hat mich ein kleines bisschen überfordert und sehr viel Zeit gekostet. Dann natürlich, was ich am Anfang vergessen hatte, ein RTS, also ein Real-Time Strategy Game, ist ein wahnsinnig komplexes Spiel. Man muss darauf achten, die Einheiten sind balanciert, eventuell muss man eine KI programmieren. Also für eine Person war das vielleicht ein ganz kleines bisschen zu viel. Und natürlich, die Einheiten müssen auch selbst herausfinden, welchen Weg sie gehen. Und das war für einen Amiga einfach zu rechenintensiv. Man hat es vielleicht gerade auch gesehen, die Einheiten wurden bei jeder Befehligung das Spiel kurz angehalten, weil einfach nicht genug Rechenleistung zur Verfügung war. Und mit diesen ganzen Problemen wurde dieses Projekt dann eingestampft und lange Zeit ist erstmal nichts passiert, bis zu Dorico 2018, wo ich quasi einen kleinen Motivationsschub bekam. Da hatte ein gewisser Steril einen Vortrag gehalten über Amiga Cross Development und das hat mich so berührt, dieser Vortrag, dass ich mir gedacht habe, ja, es muss einfach sein, es muss nochmal versucht werden, weil ich mag einfach diese Maschine und ich wollte es nochmal probieren, aber diesmal mit einem Regelwerk. Also, was habe ich mir gedacht? Zunächst einmal ein einfacheres Spiel. Und was ist natürlich einfacher als ein 2D-Side-Scroller? Aber da muss ich vielleicht nicht viel scrollen, es reicht vielleicht schon eine Richtung wie bei Giana Sisters. Also ein einfaches Spiel. Oh, hoppala, da war ich ein bisschen zu schnell. Dann wollte ich mich an eine gewisse Regel orientieren, und zwar die Regel des sogenannten Minimum Viable Products. Das heißt, ich fange wirklich an, bevor ich ein Spiel wirklich komplett zu Ende denke, mit etwas Kleinem an und versuche es immer weiter hochzuziehen. Aber ich fange immer mit dem Wichtigen zuerst an. Das heißt, selbst wenn die Grafik nicht da ist, selbst wenn die Musik fehlt, solange das Spiel an sich steht, hat man ja schon irgendwas vorzuzeigen. Dann natürlich, damit meine Motivation auch auf Dauer am Laufen gehalten wird, habe ich mir gedacht, macht es Sinn, irgendwas total Beklopptes als Thema habe ich mir auszusuchen. Irgendwas, was vielleicht Leute generell lustig finden. Irgendwas, was aus dem Rahmen heraussticht. Und was mir ganz besonders wichtig ist, was sich später auch als Fehler herausgestellt hat, ich hatte mir vorgenommen, das Spiel sollte auf dem kleinsten Amiga laufen, weil ich wollte natürlich diverse Leute abholen und weil ich auch mit dem Amiga 500 aufgewachsen bin, war es natürlich klar,
dass das Spiel mit maximal 512 Kilobyte auskommen konnte. Dazu kommen wir später nochmal. Eine weitere Inspiration für mein Spiel ist das Spiel Snailiad von dem Entwickler Auriplane. Das ist ein sehr kleines Flash-Game, kann man auf newgrounds.com spielen. Im Endeffekt ist es auch ein Metroid, aber extrem hektisch und auch vollkommen bekloppt. Ich kann es sehr empfehlen. Es ist auch nicht lang, es ist nur 2 Stunden lang. Ein kurzweiliges, nettes Spiel. Natürlich guckt ihr mich vielleicht mittlerweile mit euren Stielaugen an und fragt mich, warum überhaupt eine Schnecke als Protagonist? Was könnte daran interessant sein, so ein langweiliges Tier? Und um das herauszufinden, müssen wir die Uhr jetzt sehr, sehr weit zurückdrehen. Im Jahre 2001 ungefähr ging ich so ungefähr in die 6. Klasse und ich hatte früher die seltsame Angewohnheit, Schnecken-Comic-Strips auf Linienpapier zu zeichnen, um darin gewisse Alltagsgeschichten zu erzählen, die mir in der Schule passiert sind. In diesem Fall habe ich mich darüber aufgeregt, dass unser Mathematiklehrer zu viel Geld bekam für seine Schülerquälerei, woraufhin der dieses verneinte. Meine Mitschüler haben sich auch darüber gefreut, weil die waren eigentlich immer lustig, diese Schneckencomics. Und das Ganze hielt mich eigentlich immer gefangen, auch in meinem späteren Alter noch, dass ich dann 3D-Modelle von diesem Charakter gemacht habe oder Vektorgrafiken oder zum Beispiel diese Figur auch für meinen Blog benutze als Logo. Also habe ich mir gedacht, yo, diese Figur soll jetzt der Protagonist von einem Videospiel sein. Also, die Spielidee des Spiels ist, zunächst einmal ist es ein Metroid-Klon, genau wie Snailiad auch, aber ich möchte das Spiel nicht hundertprozentig kopieren, weil Snailiad hatte 8-Wege-Scrolling, das wollte ich irgendwie nicht, aus gewissen Gründen. Dann habe ich mir gesagt, ich brauche ein Alleinstellungsmerkmal. Eine Schnecke ist ziemlich wehrlos eigentlich, habe ich mir gedacht. Wie wäre es, ein Metroidvania zu haben, das erste Metroidvania, wo man nicht in der Lage ist anzugreifen? Und funktioniert das überhaupt? Das Steuerungsschema an sich ist identisch zu Snailiad. Die Schnecke kann an der Wand hochkriechen, sie kann an der Decke kriechen, ansonsten kann sie natürlich nicht allzu viel. Anfangs habe ich mir vorgenommen, nur horizontal zu scrollen, aber ein Freund meinte irgendwann, das könnte auch dauernd zu langweilig werden. Da habe ich mir gedacht, solange es nur in eine Richtung ist und niemals beide gleichzeitig, wird das schon irgendwie klappen. Nach dem ganzen Blabla würde ich nun gerne den Emulator anwerfen und dann könnte ich gerne selbst einen Blick darauf machen, wie dieses Spiel aktuell aussieht. Ich werde auch dazu gleichzeitig ein bisschen was erzählen zu den Ideen, die mich getrieben haben, Game Design technisch. Komm. Jo, das sind die beiden Leute, die daran gearbeitet haben. Hier haben wir erstmal den süßen Titelbildschirm. Auf den Effekt bin ich besonders stolz. Dann legen wir mal los. Was wir zunächst einmal hier sehen, ist natürlich die Schnecke an sich. Es handelt sich dabei natürlich um eine Nacktschnecke, wie auch in den Comicstrips. Wir sind hier auf einem kleinen Plateau und wir fragen uns natürlich, was können wir an der Stelle tun? Wir kommen nicht nach links, da ist eine Wand, also gehen wir einfach mal nach rechts. Was sehen wir da? Ein Objekt der Begierde, eine Erdbeere. Natürlich würde die Schnecke gern dorthin, aber kann sie eigentlich nicht. Also haben wir keine andere Wahl, als uns fallen zu lassen. Und sind dann in einer Höhle. Oh Gott, wie kommen wir da nur wieder raus? Nach oben können wir nicht, weil die Schnecke kann zwar an Wänden hoch, aber gewisse Winkel schafft sie einfach nicht. Also haben wir keine andere Wahl. Wir gehen nach rechts. In einen kleinen Levelabschnitt. Ich muss dazu sagen, ich bin kein Game Designer, aber was ich weiß, man muss dem Spieler irgendwie eine Möglichkeit geben, in das Design reinzukommen und das Spiel zu verstehen. Was wir hier quasi erlernen können, ist, wie die Schnecke sich bewegt und was sie machen kann, um für spätere Aufgaben gewappnet zu sein. Also hier unten sind zum Beispiel Stacheln, die tun uns wahrscheinlich weh. Also was machen wir? Wir gehen einfach nach oben, das sind wieder Stacheln, da können wir nicht hin. Oh, und wir sind tot. Naja, dann geht das Spiel halt von vorne los, weil wir hatten noch keinen Checkpoint. Das war auch eigentlich alles, was ich von dem Spiel erstmal zeigen wollte. Da vorne ist mein Platz, der gleich gerne das Spiel spielen möchte, kann das auf eigene Faust tun und erleben. Deswegen würde ich sagen, wir gehen erstmal wieder zurück in die Präsentation.
Jo. Dann komme ich zu ein paar technischen Dingen, die vielleicht ein paar Leute überfordern wird, aber ich versuche mal einigermaßen alle Leute abzuholen. Und zwar möchte ich zunächst einmal darauf eingehen, wie das angefangen hat mit der Entwicklung überhaupt. Manche von euch wissen vielleicht, wenn man ein Amiga-Spiel entwickeln möchte, hat man natürlich mehrere Möglichkeiten, dieses Programm auf dem Amiga auszuführen. Zum einen gibt es natürlich die Möglichkeit, ein Spiel zu erstellen, was das Betriebssystem entsorgt und sich gleichzeitig selbst als Betriebssystem fungiert. Das Ganze nennt man einfach NDOS für No-DOS. Man machte zum Beispiel Terrakin, weil der Vorteil war einfach, man konnte in dem Moment, gerade bei den früheren Entwicklern, die natürlich alle den kompletten Markt abdecken wollten, wollten sie natürlich auch, dass das Spiel auf dem Amiga 500 läuft. Und sie hatten keine andere Wahl, als das Betriebssystem rauszuschmeißen, um alles rauszuholen. Denn wie ich feststellen musste, Amiga DOS unter Kickstart 1.3 braucht 120 Kilobyte Speicher. Und da ich mir am Anfang natürlich die Grenze gelegt hatte, ich wollte gerne mit 512 Kilobyte auskommen, hatte ich keine andere Wahl, als in die gleichen Fußstapfen zu treten, natürlich auch das Spiel NDOS-kompatibel zu machen. Das heißt, eigener Bootloader und auch natürlich, weil ich kein Betriebssystem mehr habe, eigene Treiber fürs Diskettenlaufwerk. Dann natürlich wollte ich auch gleichzeitig, damit keiner jetzt ein WHD-Image dafür bauen muss, dass das Spiel auch unter Amiga-DOS läuft. Also habe ich mir vorgenommen in dem Moment, das Spiel soll sowohl als Track-Loaded-Spiel laufen von Diskette, als auch auf Festplatte installierbar sein. Unter Amiga-DOS habe ich natürlich einen Vorteil, ich kann einfach sagen, ich benutze das Betriebssystem, wenn ich Daten nachladen möchte, mache ich das einfach. Wenn ich die Tastatur benutzen möchte, frage ich das Betriebssystem. Und natürlich das Wichtigste, ich kann mir ein beklopptes Icon designen, was auch animiert sein kann. Nur für sonst. Dann haben wir Worte zur Softwareentwicklung. Das Spiel wird natürlich unter Linux programmiert, weil alles andere ist ja auch unbrauchbar. Ich verwende den FSUHE als Amiga-Emulator und benutze dafür gleichzeitig einen virtuellen COM-Port, sodass ich dann auch Ausgaben machen kann. Wenn so ein Spiel im Fullscreen-Modus läuft, habe ich natürlich keine andere Wahl, um mir irgendwelche Debuggen-Nachrichten anzeigen zu lassen. Und ob es glaubt oder nicht, das Spiel ist vollständig in C programmiert. Es gibt keine einzige Zeile Assembler tatsächlich. Ich weiß, die meisten Leute in der Community meinen, das geht nicht, aber ich glaube, dieses Spiel, ich möchte damit beweisen, es funktioniert. Auf jeden Fall. Ich benutze dafür zwei Compiler jeweils. Einmal ein GCC, der Amiga-DOS targetet. Das heißt, ich gebe ihm ein C-Programm, am Ende kommt eine Binary raus, die kann ich direkt unter Amiga-DOS ausführen. Kinderleicht, wunderbar. Und gleichzeitig benutze ich noch einen anderen Compiler, der eigentlich eher für Mikrocontroller-Entwicklung gedacht ist, um einen Binärklumpen zu erzeugen, so nenne ich es einfach mal, den ich dann auf die Diskette packen kann und das Spiel bootet sich dann einfach selbst. Irgendwie, die meisten Leute greifen eher als zum VBCC als Compiler. Das will ich mir noch erklären lassen, weil ich finde die GCC einfach angenehmer in der Bedienung. Als Assembler nehme ich einfach den VASM, das macht glaube ich jeder. Und als Bildsystem verwende ich dafür CMake. Das wollte ich extra noch erwähnen, weil ich halte das für Entwicklung generell sehr interessant. Dann kann ich nämlich solche wunderbaren Dinge tun. Ich bekomme eine kleine grafische Oberfläche, wo ich mein Spiel in der Entwicklung konfigurieren kann. Das heißt, ich kann zum Beispiel sagen, ich möchte vielleicht mein Spiel unter Amiga-DOS bauen, ich möchte es vielleicht nicht bauen. Ich möchte vielleicht einstellen, wo möchte ich starten in meinem Spiel? Was will ich gerade debuggen? Was will ich gerade entwickeln? Also kann ich sagen, ich möchte in der und der Welt starten. Oder ich möchte vielleicht Laufzeiten messen. Und kann man dann ausgeben lassen, wie optimal mein Programm gerade ist. Und kann das alles einfach einstellen, ohne dass ich in meinem Spiel im Quellcode rumwursteln muss. Die Musik war mir auch besonders wichtig. Tiny Little Slug, ich habe mir so ans Herz gelegt, weil ich selbst auch Hobbymusiker bin, dass ich genau wie bei Turrican für jede Szene im Spiel einen eigenen Song habe. Das scheint auch bei aktuellen Releases für Amiga nicht mehr normal zu sein. Ich wollte es gerne tun. Und dabei habe ich auch einen Weg eingeschlagen, den ich gerne vorstellen wollte, weil der ist ziemlich abnormal. Die meisten Leute, die wahrscheinlich heutzutage ein Amiga-Spiel entwickeln, die würden wahrscheinlich zu Pro-Tracker greifen und dann ein Musikstück in Pro-Tracker komponieren, weil es einfach ein Standardformat ist. Da habe ich mir aber gedacht, Pro-Tracker kann ich einfach nicht, dafür bin ich einfach zu jung anscheinend. Und ich wollte gerne ein Programm haben, was ich einfacher bedienen kann.
Also habe ich mir gedacht, es muss eine Möglichkeit geben, aus aktueller Musik ein Amiga-Stück zu machen. Und es ging. Es gibt einen Tracker, der momentan relativ modern ist, und zwar Renoise. Die Musiker unter euch kennen diesen Tracker vielleicht. Es ist wie Pro-Tracker, aber ein bisschen aufwendiger. Und man kann vor allem sogenannte VST-Plugins einbauen. Die Musiker unter euch wissen es vielleicht schon. Ein VST-Plugin ist ein Software-Synthesizer, den ich in einem Tonstudio einbauen kann. Weil was ich mir vorgenommen habe, ich wollte nicht einfach die Beispiel-Pro-Tracker-Samples benutzen, die man auf den sogenannten ST-Disketten bekommt. Ich wollte eigene Instrumente erschaffen, um dem ganzen Spiel einen eigenen Flair zu geben. Dann kommt nämlich ein weiteres Tool ins Spiel, das mir sehr geholfen hat, von einem gewissen F. Starrett. Dieses Tool ist in der Lage, einen Renoise-Song zu nehmen und in einen Pro-Tracker-Song zu konvertieren und gleichzeitig aber auch die Samples des Renoise-Songs so in den Tune zu bringen, dass es auf Amiga richtig klingt. Sehr geiles Tool, sehr zu empfehlen, ein bisschen umständlich in der Bedienung, aber das Ergebnis ist echt schön. Weil leider die Effekte nicht immer korrekt übersetzt werden, benutze ich danach noch ein Programm, in dem Fall OpenMPT, um die resultierenden Pro-Tracker-Songs zu öffnen und danach noch einen gewissen Feinschliff zu geben. Und so ist im Endeffekt der Soundtrack des Spiels entstanden. Man konnte ihn vielleicht gerade nicht wirklich hören, aber wenn ihr gleich am Platz sitzt bei mir oder so, könnt ihr gerne mal reinhören. So, dann fange ich auch fast schon mit den Erfahrungen an, die ich im Spiel gesammelt habe. Zum einen muss ich feststellen, die Amiga-Szene ist verdammt lebendig. Es gibt sehr viele kompetente und verrückte Leute. Und ich musste feststellen, es gibt viele Beispiele, an denen man sich orientieren kann. Und ein paar Empfehlungen möchte ich hier aussprechen, um vielleicht quasi der zu sein, der vielleicht steril für mich war. Falls jemand von euch auch mal eine Idee hat, ein Amiga-Spiel zu entwickeln. Zunächst einmal, wenn man anfängt, ein Spiel zu entwickeln, möchte man auf jeden Fall irgendwas scrollen lassen, weil die meisten Amiga-Spiele scrollen vielleicht. Was mir die ursprüngliche Motivation gegeben hat, überhaupt anzufangen, war ein Beispiel von Georg Steger. Das ist eine Datei gefüllt mit C-Programmen, mit diversen Scrolling-Algorithmen. Und wer auf dem Amiga scrollen möchte, sollte sich auf jeden Fall das durchlesen. Das ist großartig. Dokumentation, C-Quellcode kann man einfach kompilieren und verstehen lernen. Dann gibt es natürlich noch weitere Programmierer für den Amiga, die ihre Werke auch natürlich als Open Source veröffentlicht haben. Da würde ich zum Beispiel einmal die PT Player Library empfehlen. Das ist eine Library, die legt man einfach in den Speicher, sagt dann, hier ist ein Pro-Tracker-Modul, spiel das ab. Die Library macht das komplett automatisch, weil dadurch hatte ich natürlich den Vorteil gehabt, ich muss mich darum nicht mehr kümmern. Ich kann einfach sagen, spiel die Musik, spiel den Soundtrack, was natürlich auch eventuell die Motivation, ein Spiel zu entwickeln, steigern könnte, weil der Aufwand für euch geringer ist. Das gleiche gilt natürlich auch für den Trackloader. Wie anfangs erwähnt, wenn das Betriebssystem weg ist, hat man natürlich nicht mehr die Möglichkeit zu sagen, lade mir jetzt Daten von der Diskette. Das muss man leider alles selbst machen. Dafür gibt es einen Trackloader, dem man sagt, hier ist ein Block auf der Diskette, lade mir den in den Speicher. Und in dem Moment benutze ich auch wieder ein Tool von PHX, was Trackdisk genannt wird. Einfach einladen, man sagt einfach, lade für Diskette und fertig ist die Sache. Weil der Vorteil ist nämlich auch, ich hatte ursprünglich einen Trackloader, der nicht geprüft hat, ob die Diskette kaputt ist. Das hat mir sehr viele Kopfschmerzen bereitet. Ich erspare euch diese Suche und mache euch deswegen hier Empfehlungen. Ja, da kommen wir auch schon zu möglichen Steinen im Weg, die die Entwicklung teilweise ein bisschen frustriert hatte im Laufe der Zeit. Und zwar musste ich irgendwann feststellen, da ich mir von Anfang an vorgenommen hatte, das Spiel sowohl für kleine Amigas anzubieten, eben als sich selbst bootendes Spiel, wie Terracan, aber auch gleichzeitig ein Spiel, was auf Festplatte installiert werden kann, um es zum Beispiel auf CD zu verteilen. Weil wenn es unter Amiga läuft, ist es ja vollkommen egal, auf welchem Medium es distributiert wird. Download, Diskette, als Archiv. Dann musste ich aber feststellen, es ist aufwendig, 2 Stände gleichzeitig zu verwalten. Man sollte sich vielleicht wirklich dann Gedanken machen, möchte ich wirklich beide Versionen gleichzeitig anbieten? Weil ein Spiel, welches sich selbst bootet und kein Betriebssystem mehr hat, muss natürlich auch selbst ein eigenes Dateisystem verwalten, muss selbst wissen, wo die Blöcke auf der Diskette sind. Das nimmt einen leider keiner mehr ab. Andersherum, Amiga-Spiele unter Amiga-DOS
müssten sich friedlich verhalten, müssen Ressourcen vom Betriebssystem anfordern und am Ende sie friedlich wieder freigeben, damit das Betriebssystem nicht abstürzt. Das hatte mir ein bisschen Zeit geraubt tatsächlich. Und natürlich, wie anfangs erwähnt, 512 Kilobyte klingen erstmal viel, weil der C64 ja auch 64 Kilobyte hat. Aber was ich echt feststellen musste, der Amiga und das Programm ist relativ klein. Was aber wirklich viel Spaß verbraucht, ist Grafik und Musik. Und da kann ich echt sagen, mache ich wahrscheinlich nie wieder in dieser Form. Dann gibt es natürlich nicht nur technische Probleme, es gibt auch soziale Probleme, die einem in den Weg stellen. Ja, ich gucke mich an. Irgendwann meint mein Grafiker, oh, es gibt dieses Spiel, Jim Power, das hat voll viel Parallax. Unsere Lava-Welt, die ist voll öde. Warum machen wir das nicht? Ich habe natürlich gedacht, ja, er hat recht. Jim Power ist ein verdammt schönes Spiel mit einem leichten Grünstich. Und warum kriege ich das nicht auch hin? Dieses wunderschöne Scroll. Es hat mich eine Woche gekostet, eine Woche des Schmerzes, weil ich feststellen musste, Parallax-Scrolling mit Sprites auf dem Amiga können extrem viel Leistung ziehen. Und ich musste sehr viel Arbeit betreiben, um dieses Spiel wieder lauffähig zu machen. Danke, Explorer. Aber im Endeffekt hat es sich wahrscheinlich gelohnt, weil das Spiel sieht dadurch viel schöner aus. Der Quellcode ist viel optimaler jetzt. Und es hat einen kleinen Exkurs gemacht in Optimierung von C-kompilierten Code auf dem Amiga. Da komme ich auch natürlich zu den Dingen, die ich anders machen werde. Am Anfang habe ich ja schon gesagt, ich würde wahrscheinlich nie wieder ein Amiga-Spiel für den 500er entwickeln. Gerade die Leute im Forum haben mich freundlich darauf hingewiesen, dass die meisten Amigas ohnehin schon mehr Speicher haben als 512 Kilobyte. Das nächste Amiga-Spiel wird also 1 Megabyte voraussetzen. Tut mir leid. Oder eventuell vielleicht noch nicht einmal nur auf Trackloading basieren, sondern vielleicht diesen Aufwand sparen und sich einfach sagen, ich biete das Spiel vielleicht nur noch als Amiga das Programm an. Dann kann ich mir auch wiederum etwas leid anmachen. Was ich aber dagegen genauso machen werde, ich werde weiterhin mit C arbeiten. Es hat so gut funktioniert. Ich habe sogar einen Exkurs gemacht, ob C++ auf dem Amiga funktioniert. Es stellte sich als positiv heraus. Ich habe sogar auf GitHub ein Beispiel veröffentlicht mit Benchmarks. Kann ich euch gerne zukommen lassen, falls es euch interessiert. Und Hilfe holen. Auf jeden Fall Hilfe holen. Grafik kann ich überhaupt nicht, vor allem keine Pixelgrafik. Glücklicherweise haben sich 2 gefunden. Und so hat das Spiel mittlerweile einen deutlich besseren Touch, als es am Anfang hatte. Aber überzeugt euch doch einfach selbst. Ich weiß nicht, ob man das von hier aus sehen kann. Links ist das Original von Weihnachten 2018. Ist ein bisschen dunkel gerade. Rechts ist das von Explorer. Macht auch deutlich mehr her und sieht viel professioneller aus. Zum Schluss der Präsentation möchte ich noch gerne ein kleines Schlusswort bringen. Und zwar möchte ich gerne auf eine Spezies aufmerksam machen. Und zwar den in Deutschland lebenden gemeinen Tigerschnägel. Der Grund dafür ist, die meisten Leute denken, dass dieses Tier ein Schädling ist, weil es ist ja eine Nacktschnecke. Fakt ist jedoch, diese Schnecke frisst keine Pflanzen, sie frisst nur die anderen Schnecken. Also, wenn du diese Schnecke irgendwann in eurem Garten siehst, halt sie herzlich willkommen, weil sie wird euch nur Glück bringen. Das Design des Charakters aus dem Spiel ist tatsächlich an dieser Schneckenspezies orientiert, weil ich finde, die sieht einfach wunderschön aus mit ihrem Muster. Jo, ich hoffe, ich bin nicht zu sehr da durchgereist. Das war es im Endeffekt auch schon mit meiner kleinen Präsentation. Ich danke euch für eure Aufmerksamkeit. Ich hoffe, ich konnte einige Leute abholen und es war nicht zu langweilig. Wenn ihr Fragen habt, gerne. Wenn es technische Fragen sind, dann am besten an einem Platz vielleicht, wenn es um das Interne des Spiels geht.